Die Hitze bringt nicht nur unsere Umwelt ins Schwitzen, sie wirkt sich auch auf unseren Organismus und unser Gehirn aus. Was genau bei hohen Temperaturen in unserem Körper passiert und wie wir gesund durch die heißen Tage kommen, das erklären Expertinnen der Uni Wien im Video. Also bis zu einer bestimmten Grenze, so um die 45 Grad herum, Lufttemperatur, ist es so, dass das Gehirn sich relativ gut und der Körper insgesamt relativ gut anpassen kann. Ab dem Zeitpunkt wird es dann kritisch. Die Forschungslage dazu, wie Hitze, Konzentration und Aufmerksamkeit beeinflussen, ist eigentlich relativ heterogen. Intuitiv würde wahrscheinlich jede sagen, ja, das hat natürlich einen Effekt und ich bin unkonzentriert und nicht mehr aufmerksam etc. Die Effektgrößen sind aber relativ klein, also im Bereich von ein paar Prozent. Gesamtökonomisch ist das natürlich trotzdem relevant und auch für das Individuum. Das heißt, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig darüber, wie sich Hitze im Schnitt auf unseren Alltag auswirkt, und dazu führen wir derzeit etliche Forschungsprojekte durch. Überraschenderweise entscheidet nicht allein die Temperatur darüber, wie sehr uns Hitze belastet. Auch unsere persönliche Wahrnehmung spielt eine wichtige Rolle. Ein Aspekt, den wir in Studien wiederholt beobachtet haben, ist, dass die subjektive Wahrnehmung, also wie jemand auf die Hitze reagiert, fast ein besserer Prädiktor dafür ist, wie die objektive Temperatur oder die objektive Situation. Das heißt, wenn ich dazu neige, Hitze als für mich negativ oder unangenehm zu interpretieren, vielleicht weil sie sich auch für mich etwas unangenehmer anfühlt wie für eine andere Person, dann sind die Effekte wesentlich stärker auf Emotionen, aber eben auch auf kognitive Leistungsparameter. Unser Gehirn und unsere Wahrnehmung beeinflusst also massiv, wie wir tatsächlich auf die steigende Hitze reagieren. Wenn ich eine positive Einstellung habe oder versuche sozusagen Ruhe zu bewahren, dann ist der Effekt weniger negativ. Wenn ich dazu neige, unter Anführungszeichen zu katastrophisieren oder das als massiv unangenehm wahrzunehmen, dann beeinflusst das mein Verhalten und auch teilweise meine Physiologie. Hitze fordert nicht nur unser Gehirn, sondern den gesamten Körper. Um die Körpertemperatur konstant zu halten, arbeitet unser Organismus auf Hochtouren. Wie können wir ihn dabei unterstützen? Höhere Temperaturen bedeuten, dass wir unseren Körper abkühlen müssen. Das heißt also vermehrte Herzarbeit, vermehrte Durchblutung, vermehrte Atmung, vermehrte Schweißdrüsenarbeit. Also der Energieumsatz steigt bei großer Hitze, allerdings nicht in dem Maße, wie man vielleicht denkt. Es sind zwischen 2 und 10%. Generell muss man sagen, dass man schwer verdauliche Mahlzeiten vermeiden sollte. Wir brauchen unsere Blutversorgung in der Peripherie. Das heißt also, wir müssen unseren Körper kühlen. Und natürlich braucht eine schwer verdauliche Mahlzeit, die lange im Magen liegt, sehr viel mehr Verdauungsarbeit. Prinzipiell sollten wir bei ansteigenden Temperaturen nicht auf körperliche Aktivität ganz verzichten. Es gibt Untersuchungen, Prognosen von Forschern, die gezeigt haben, dass die ansteigende Hitze tatsächlich auch zum Beispiel den Diabetes und die Todesfälle an Diabetes ansteigen lassen können. Wenn man nicht bei Extremhitze Sport treiben möchte, dann sollte man natürlich die Tageszeiten wählen. Vielleicht kann man sich das so merken, da wo man auch die Wohnung lüften würde, wo man Sport treiben sollte. Interessanterweise ist allerdings nicht die Mittagszeit die Zeit, wo die höchsten Temperaturen herrschen, sondern eher der späte Nachmittag. Man sollte auch dort Sport treiben, wo wir keine versiegelten Betonburgen haben, sondern man sollte möglichst aufs Land bzw. in Parks gehen. Da ist die Temperatur teilweise bis zu 5 oder 8 Grad niedriger. Wir sollten ausreichend Wasser trinken. Gerade Leute, die Erkrankungen haben, sollten auf die Wasserbilanz achten. Vielleicht als Tipp für den Alltag, man kann das an der Farbe des Urins sehr schön erkennen. Wenn die Farbe relativ oder sehr dunkel ist, dann haben wir zu wenig getrunken und wir sollten nachtrinken. Gerade bei extremen Temperaturen es durchaus sinnvoll sein kann, kalte Getränke zu sich zu nehmen, weil wir dadurch die Körperkerntemperatur runterkühlen können. Generell dieses Verbot von kalten Getränken bei sehr großer Hitze, das ist mittlerweile überholt. Während viele Menschen bei großer Hitze ihre Aktivitäten anpassen oder kühlere Orte aufsuchen können, ist das für manche Berufsgruppen kaum möglich. Ein Beispiel sind der Bauarbeiter, die arbeiten draußen, sind der Sonne ausgesetzt, arbeiten natürlich schwer und manchmal entsteht dann auch Abwärme durch Tätigkeiten. Und da ist es auch schlecht möglich, die Arbeit jetzt flexibel zu gestalten und zum Beispiel in die Nacht oder in kühlere Jahreszeiten zu verschieben. Eine andere Berufsgruppe sind Gesundheits- und KrankenpflegerInnen. Die arbeiten zwar drinnen, allerdings häufig in Gebäuden, die sehr alt sind, nicht klimatisiert, nicht für die Hitze ausgelegt. Und die Arbeitsabläufe sind da ebenfalls sehr eng, sehr stressig, sodass es oft schwer möglich ist, da mehr Pausen zu machen oder genug zu hydrieren. Hinzu kommt da noch, dass sich auch der Zustand der PatientInnen vielfach verschlechtert bei Hitze. Es kommen mehr PatientInnen, sie sind aufgebrachter, die Versorgung ist schwieriger.
Die unmittelbaren körperlichen Folgen von Hitze kennen wir alle. Man schwitzt, man kriegt Kopfschmerzen, man dehydriert, bis hin zum Hitzeschlag. Es gibt aber auch langfristigere Folgen. Bauarbeiter zum Beispiel, die viel der Sonne ausgesetzt sind, können ohne adäquaten Schutz ein höheres Hautkrebsrisiko haben. Und es gibt Studien von Feldarbeitern, die in der Hitze arbeiten, die zeigen, dass es da zu Nierenschädigungen kommt, weil man ab einem gewissen Punkt bei schwerer körperlicher Arbeit einfach nicht so viel trinken kann, dass die Nieren ausreichend versorgt sind. Was Arbeitgeber tun können, ist gar nicht so trivial und damit beschäftigen wir uns auch in der Forschung. Primär geht es natürlich erstmal darum zu versuchen, die Hitzebelastung zu reduzieren, die Sonnenbelastung zu reduzieren. Bei draußen Arbeitenden zum Beispiel durch Beschattung, durch Schaffen von Kühlräumen. Es geht aber auch darum, und das ist das Herausforderndere, Arbeitsabläufe und soziale Normen am Arbeitsplatz zu verändern, um so mehr Pausen zu ermöglichen und eine Anpassung an die Hitze zu ermöglichen. In Ländern, die schon sehr länger diese Phasen haben, wo es über 35 Grad ist, die haben Klimaanlagen und die nutzen Klimaanlagen auch. Wahrscheinlich muss man da auch umdenken, dass man gerade bei älteren Menschen oder in Pensionistenheimen Klimaanlagen hat. Wenn es eben ums Überleben geht, dann muss man eben auch da in irgendeiner Form das Richtige tun und das bedeutet, sie anzuschalten. Hitze ist längst Teil unseres Alltags, aber sie betrifft nicht alle Menschen gleichermaßen. Umso wichtiger ist es, ihre Auswirkungen zu verstehen und unseren Alltag, unsere Arbeitsplätze und unsere Städte anzupassen.